Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation City Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Innovationspartnerschaften. Städte sollten anerkennen, dass sie nicht das gesamte Wissen zur Bearbeitung der großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, neue Technologien, Digitalisierung, demografischer Wandel, Mobilitätswende und so weiter verfügen. Genau wie Unternehmen durch Zusammenarbeit mit externen Akteuren Innovationen hervorbringen, kann auch Städten der Zusammenschluss mit anderen Städten und der damit verbundene Wissenstransfer entscheidend voranbringen. Auf nationaler und internationaler Ebene. Dies wird aktuell noch sehr selten und wenn doch, dann nicht zielgerichtet genug genutzt. Wie können Städte einen effektiven Wissenstransfer zur Stärkung ihrer Zukunftsfähigkeit am besten organisieren? Ein strukturiertes Instrument für die strategische Kooperation zwischen Städten gibt es bisher nicht. Denn das vorhandene Modell der Städtepartnerschaften ist inhaltlich häufig unkonkret, ohne definierte Formate und klare Zielsetzungen. Städte benötigen stattdessen ein passendes Instrument für den innovationsorientierten Austausch, um ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Sie benötigen Innovationspartnerschaften. Für jede Partnerschaft ist es zentral, die passende Form der Zusammenarbeit zu finden. Denn beide Städte sollten von der Zusammenarbeit profitieren. Durch gemeinsame Ziele entsteht die Basis einer zukunftsfähigen und nachhaltig beständigen Städtepartnerschaft. Durch die Festsetzung von Schwerpunktthemenfeldern zwischen den jeweiligen Städten entsteht Raum zur gemeinsamen Entfaltung und zur themenspezifischen Ausgestaltung innovationstreibender Konzepte. Für Innovationspartnerschaften ist es wichtig, nicht bei gemeinsamen Absichtserklärungen zu verharren, sondern auf schnellem Wege Co-Innovation-Prozesse stattfinden zu lassen. Beide Städte sollten ähnliche Mengen an Ressourcen investieren. Personal mit ähnlichem beruflichem Hintergrund oder Expertise für die Partnerschaft entsenden. So kann interdisziplinär voneinander gelernt werden und Lösungen können von einer Stadt in die andere transferiert werden. Natürlich mit den stets nötigen Anpassungen. Das Ziel einer Innovationspartnerschaft könnte sein, mit einer wirtschaftlich ähnlich positionierten Stadt gezielte Kooperation zwischen Unternehmen, Wissenschaft und Startups zu fördern. So lässt sich die eigene Position im internationalen Vergleich weiter stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, schlagen wir einen Prozess zur Initiierung und Entwicklung einer Innovationspartnerschaft vor. In der ersten Phase dieses Prozesses, Vision und Mission einer Stadt, werden übergeordnete Leitlinien in einer Stadt betrachtet. In der nächsten Phase, Stadt- und Umweltanalyse, werden Stärken und Schwächen der Stadt herausgearbeitet. In der Phase Zielbild der Partnerschaft werden dann die Ziele benannt, die sich aus den vorangegangenen Analysen ableiten. Danach wird in Optionen für die Partnerschaft die Grundorientierung bei der Suche nach einer Partnerschaft herausgearbeitet. Den Auswahlprozess können Ihnen folgende Fragen vereinfachen. Welche Städte passen zu welcher Einzelzielsetzung? Nach welchen Kriterien wird final entschieden? Wer ist Entscheidungsträgerin? Auf welche bestehenden Kontakte und somit mögliche Informationsquellen in der Stadt lässt sich zurückgreifen? In der Phase Anbahnung der Partnerschaft werden in Gesprächen mit einzelnen AkteurInnen die Schwerpunkte und Ziele benannt und mit einem Letter of Intent verfestigt. Die Umsetzung der Partnerschaft wird je nach Fokus in Programmen, Projekten sowie Veranstaltungen umgesetzt. Doch wie kann eine Innovationspartnerschaft nun konkret umgesetzt werden? Wie kann durch die strategische Verknüpfung der Innovationsökosysteme das Innovationspotenzial der jeweiligen Stadt ausgebaut und nachhaltig gestärkt werden? Beispielsweise könnte ein internationales Austauschprogramm ins Leben gerufen werden. Ein internationales Co-Innovation-Programm. Dieses Format fördert aktiv die Vernetzung der Ökosysteme beider Städte. Dazu werden Gruppen von Personen gebildet, die durch ihre Expertise oder Funktion zum inhaltlichen Austausch beitragen können und die mit Gruppen aus den Ökosystemen der anderen Partnerstadt über konkrete Fragestellungen zusammengebracht werden. Eine weitere Überlegung kann sein, eine Innovation Embassy aufzubauen, die eine dauerhafte Präsenz in der Partnerstadt ermöglicht oder für einen begrenzten Zeitraum eine Pop-up Embassy zuzulassen. Die Niederlande hat bereits ein Pop-up-Konsulat in Seattle umgesetzt. Das niederländische Konsulat in San Francisco arbeitete auf diese Weise im Oktober 2021
eine Woche lang von Seattle aus, um sich vor Ort über Themen wie technische Innovation, Nachhaltigkeit und Mobilität auszutauschen. Vorstellbar ist ebenso, einen Innovation Ambassador zu entsenden, also BotschafterInnen, die stark mit dem Innovationsökosystem vor Ort vernetzt sind. Auch möglich ist, in der Partnerstadt einen Innovator in Residence zu installieren, der als Scout dient und mit dem Ökosystem vernetzt. Selbstverständlich kann eine Städtepartnerschaft auch mit mehreren Städten gleichzeitig eingegangen werden. Der Aufbau eines Städtenetzwerkes birgt großes Potenzial, innovative Ideen und Lösungsansätze für urbane Trends auf lokaler Ebene zu generieren. Eine einfache Form der Umsetzung ist eine virtuelle Repräsentanz, die in Form einer Webseite den Austausch zwischen den Städten fördert. Im Vordergrund bei Innovationspartnerschaften steht stets der gemeinsame Nutzen im Rahmen aktueller gesellschaftlicher Entwicklung. Die Formate des Austauschs zwischen Partnerstädten können dabei vielfältig ausgestaltet werden und sollten individuell auf die Gegebenheiten der jeweiligen Stadt bzw. auf den inhaltlichen Fokus angepasst werden. Analog zu den Ergebnissen des Prozesses für Innovationspartnerschaften werden relevante Ziele für die Stadt definiert. Um diese zu erreichen, kann eine Innovationspartnerschaft mit einer anderen Stadt förderlich sein. Ein erster Ansatz stellt hier die themenbasierte Zusammenarbeit dar. Partnerstädte arbeiten dabei gemeinsam an zukunftsrelevanten Themen und Fragestellungen. Eine weitere Möglichkeit, eine Innovationspartnerschaft zu etablieren, ist die temporäre oder auch permanente offene Verknüpfung der Ökosysteme. Auch ein Austausch von Talent und Expertise wäre eine denkbare Option. Indem die ExpertInnen vor Ort sind, können beide Städte ihre Innovationsfähigkeit stärken. Es kann ein wirtschaftlicher Austausch in einer Branche bestehen oder aber eine Technologie, die gemeinsam weiterentwickelt werden soll. Zudem vermehren gemeinsame Events und Formate wie Hackathons, Wettbewerbe oder Workshops den Wissenstransfer. Nachdem Sie nun etwas über einige zentrale Aspekte zum Thema Innovationspartnerschaften gehört haben, blicken wir abschließend auf 8 Charakteristika, die diese Partnerschaften ausmachen. Innovationspartnerschaften sind formbasiert. Für jede Partnerschaft ist es wichtig, die passende Form zu finden, um eine verbindliche Zusammenarbeit zu garantieren. Zudem sind Innovationspartnerschaften zielorientiert. Das heißt, sie richtet sich an konkreten inhaltlichen Zielen aus. Sie sind themenspezifisch. Entweder stehen gemeinsame Themen im Mittelpunkt oder die Partnerstädte möchten sich thematisch ergänzen. Im Vordergrund bei den Innovationspartnerschaften steht der gegenseitige Nutzen. Das heißt, beide Seiten sollen von der Zusammenarbeit profitieren. Sie sind auf gemeinsame Innovationsgenerierung fokussiert. Das heißt, es soll auf schnellem Wege zu Co-Innovation-Prozessen kommen. Bei den Partnerschaften soll es sich um einen ebenbürtigen Austausch handeln. Der Transfergedanke steht im Mittelpunkt. Das heißt, es soll über Disziplinen und Organisationsgrenzen hinweg voneinander gelernt werden. Lösungen können, mit den nötigen Anpassungen, von einer Stadt in die andere transferiert werden. Unterm Strich kommt bei Innovationspartnerschaften eine beidseitige Stärkung der Städte heraus. Eine Win-Win-Situation. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Innovationspartnerschaften dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation City Managerin an.